Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, um den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Videos und alles, was sonst noch zu dem Song dazugehört. Wir schauen uns alles aus psychologischer und aus philosophischer Sicht an. Das heißt, ich möchte mit euch so viele Ebenen und Schichten eines Songs wie möglich entdecken, weil das, was Musik kann, ist uns verbinden. Es sorgt dafür, dass wir uns in der Musik wiederfinden, wiedererkennen, dass wir uns gesehen und gehört fühlen. Und es liegt nicht immer daran, dass der Künstler quasi genau das Gleiche erfahren hat oder erlebt hat wie wir und genau darüber schreibt, sondern mehr darüber, dass unser Gehirn in der Lage ist, sich zu connecten, sich in Dingen wiederzufinden und darüber zu interpretieren, zu projizieren. Und das ist ganz, ganz toll und ganz, ganz fantastisch. Und ich möchte mit euch zusammen entdecken, was in einem Song alles so möglich ist. Mm, Das heißt, wir haben heute einen super wundervollen Künstler, der in Kreativität nicht von vielen anderen zu toppen ist. So. Und den ich einfach sehr von seiner Passion her liebe, von seiner Kreativität, von seiner Stimme her, aber auch einfach musikalisches Talent mit Instrumenten. Und ich spreche hier von Asaf Avidan. Wenn ihr noch nichts von ihm kennt, unbedingt auf seinen Kanal gehen, ich verlinke den. Schaut euch dort um, hört euch das Original an, supportet den Kanal, supportet die Songs. Und ansonsten gibt es auch noch 2 weitere Reaction-Videos von mir zu Asaf Avidan. Schaut auch dort gerne rein. Hm, genau. Und heute habe ich eine Empfehlung. Ähm, Gold Shadow heißt es, glaube ich. Und es ist wieder ein In a Box Song. In der Empfehlung wurde auf jeden Fall gesagt, ich soll In a Box 2 nehmen, nicht In a Box 3, obwohl In a Box 2 schon 9 Jahre her ist. Aber es wurde explizit gesagt, das ist der Song, wo er mit der Gitarre im Flur sitzt. Von daher, das machen wir. Habe ich rausgesucht und ich bin sehr gespannt auf den Song. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ich kenne ein paar Sachen von Asaf Avidan, aber eher die auch tatsächlich älteren. Aber Gold Shadow sagt mir gerade gar nichts. Wer weiß. Ich lasse mich überraschen und lasst uns auf die Reise begehen. There's a gold shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor. Dead and true as lipstick, slow as the speed of skin. There's a gold shadow growing from within. There's a bent willow in the moonlight painted blue. There's a spent window silhouetting you. Deep and true as whiskey, soft and sure as lies. There's a bent willow reflecting in your eyes. Okay, okay. What the heck? Ich war so abgelenkt von der Melodie und von der Stimme, dass ich kaum zugehört habe, was er da eigentlich gesungen hat. Wow, genau das meine ich, ne? Er hat so eine Stimme und so eine Passion und so eine Art zu singen, die einen
auf der einen Seite so wiegt und so trägt und schmeichelt und streichelt. Und im nächsten Moment ist es wie so ein Windstoß, der einen einmal komplett wegfegt, komplett unerwartet, nur um dann wieder gestreichelt zu werden. Wow. Ich rufe mal die Lyrics auf und schau mal, was er da überhaupt gesungen hat. So. There's a gold shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor, dead and true as lipstick, slow as the speed of skin. There's a gold, gold shadow growing from within. There's a bent willow in the moonlight painted blue. There's a spent window silhouetting you, deep and true as whiskey, soft and sure as lies. There's a bent willow reflecting in your eyes. But now there's a girl out and about. Ich glaube, da waren wir noch nicht, ne? Also es scheint auf jeden Fall wieder um jemanden zu gehen. Und wenn ich von einem kalten Spatzen, von einem toten kalten Spatzen ausgehe, der genauso wahr ist wie Lippenstift. Und wenn wir von Lippenstift sprechen, dann ist das etwas, was auf die Lippen aufgetragen wird und was natürlich dann mehr oder weniger, na, nicht das Gegenteil, aber eine Version von dem, was da drunter ist, darstellt. Das heißt, man kann die Form und genau, die Form von den Lippen schon noch sehen, bis zu einem gewissen Grad. Aber die Farbe hat sich verändert, es wird anders hervorgehoben. Das heißt, es ist nicht mehr die originale Wahrheit, sondern es ist verändert. Hm. There's a gold, gold shadow growing from within. From within the sparrow oder generell? Goldener Schatten ist natürlich auch interessant, ne? So. Weil Gold ist ja eigentlich eher etwas, was wir mit etwas Wertvollem verbinden würden. Etwas, was strahlt, etwas, was leuchtet, etwas, was glänzt. Etwas, was wir haben wollen. Und Shadow ist ja eigentlich erstmal etwas, was entweder ja, Schatten spenden, also Kühle spenden durch Schatten, das gibt es schon natürlich auch. Aber im ersten Moment, wenn ein Schatten wächst, hat man eher das Gefühl, dass das eher was vielleicht Bedrohliches oder etwas ist, worauf man achten sollte, was erstmal nicht positiv besetzt ist. Und es kann natürlich sein, wenn wir hier von Täuschung sprechen, True as a Lipstick, dass auch da dieser Schatten, dieser goldene Schatten auch etwas ist, was quasi eine Täuschung ist. Ich finde auch das interessant, ne? Slow as a speed of skin. Skin ist ja eigentlich die Haut. Und die Schnelligkeit der Haut. Ich bin immer nicht so gut in Metaphern. Das merke ich. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Mm. Soft and sure as lies. Also alles spricht erstmal dafür, dass es nicht so ist, wie es scheint. So, und dass da wenig Wahrheit in der Geschichte quasi mit dieser Person ist. Und ich glaube, dabei belasse ich es jetzt erstmal. Und wir hören mal weiter. Ich spule ein bisschen zurück. Weiter geht's. Oh, reflecting in your eyes. But now there's a girl out in a boat. Her arms are outstretched and she's barely afloat. There's a man on the shore, a rope in his hands.
It's tied to the boat and he's pulling as hard as he can. Not to bring her to him, but to pull the whole shore and the whole world with it to her open door. All his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard. Has he been here before? Okay. Spannend. But now there's a girl out in a boat. Her arms are outstretched and she barely afloat. There's a man on the shore, a rope in his hand. He's tied to the boat and he's pulling as hard as he can. Not to bring her to him, but to pull the whole shore. And the whole world with it to her open door. All his voices are her. Has he been here before? Das ist ein schönes Bild. Also er hat quasi das Seil in der Hand, wo ihr Boot dran befestigt ist. Und er zieht so stark, wie er kann. Nicht um sie ranzuziehen, sondern um quasi the whole shore, die Küste, ich weiß es gerade gar nicht, aber irgendwas in diesem Bereich sozusagen, um nicht direkt sie zu holen, sondern das ganze Konstrukt, könnte man wahrscheinlich sagen. So. Und die ganze Welt damit und also die ganze Welt wird mit rangezogen zu ihrer offenen Tür. Und alle seine Stimmen sind sie. Könnte man jetzt interpretieren, dass die ganze Welt für ihn sich um sie dreht und dass er ihr vielleicht den Raum geben will, dass sie mit ihrem Boot hinfahren kann, ne? Dass sie die Arme öffnen kann und das machen kann, was sie machen will, was sie liebt, wo sie hin will. Weil das ist das, was sie glücklich macht, das ist das, was ihr die Freiheit gibt. Und ihr das wegzunehmen, würde sie nicht mehr zu der Frau machen, die er so toll findet. Auf der anderen Seite möchte er Teil dessen vielleicht sein. So könnte man das interpretieren. Und möchte quasi ist ganz interessant, ne? Weil normalerweise hätte ich jetzt gedacht, er lässt sich hinterherziehen. Aber das ist ja auch, also es ist kein schönes Bild, sich einfach nur hinterherziehen zu lassen. Aber er zieht quasi die ganze Welt heran. Zu ihrer offenen Tür. Und das ist es vielleicht, ne, dadurch, dass er ihr den Raum gibt, das zu tun, was sie liebt, das zu tun, was ihr die Freiheit gibt, dadurch ist ihre Tür offen. Und er versucht, die ganze Welt für sie heranzuziehen, damit ihre Tür offen bleiben kann. All his voices are her. Das klingt schon sehr auch wieder vereinnahmt. Vielleicht irre ich mich aber auch. Aber als würde sich einfach sehr viel für ihn um sie drehen. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie zusammenbringen kann mit dem Punkt, das wir vorher hatten im ersten Absatz, das mit dem toten Spatzen und dem True as a Lipstick. Vielleicht brauche ich noch mehr Informationen. Lass uns erstmal weiterhören. Nobody's shout. There's a silver distance
is a river of resistance. It's dried the cracks upon your lips, brittle as believing, sticky as betrayal. There's a silver distance opening like a trail. But there was a town before all the leaves cover the beauty of Adam and Eve. And they were blind and they were free to be whatever they wanted to be. But now they're just a prayer and a song, and he is so sorry for all that went wrong. All his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard. Mann, ey, was der für Stimmen hat. Irgendjemand hat mir im Kommentar gesagt, dass er eigentlich mal Voice Actor für Disney gewesen ist. So. Was erklärt, warum er so krasse Stimmen auch einfach drauf hat, ne? Diese Tiefe, die da zwischendurch einfach war. Und dann gleichzeitig aber auch die Trompete, die er dann gemacht hat, ne? Und auch wirklich eine sehr hohe Trompete. So. Und wie er einfach mit seiner Stimme spielt. Meine Güte, was für ein Mann. Okay, Text. There's a silver distance, a luminescent glimpse. There's a river of resistance. It's dried to cracks upon your lips. A river of resistance. Es gibt ja durchaus Gewässer, ne, die. Lass mich mal überlegen. It's dried to cracks upon your lips. Meine Güte. Sticky as betrayal. Das ist ganz spannend, ne? Manchmal setzt mein Gehirn echt aus, wenn es so um manche Texte geht und manche Bedeutungen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter später, ne? There was a time before all the leaves covered the beauty of Adam and Eve, and they were blind and they were free to be whatever they wanted to be. But now they are just a prayer and a song, and he is sorry for all that went wrong. Im Prinzip, wenn man jetzt bei Adam und Eva hinguckt, ne, dann ist ja im Prinzip der Punkt, wo man sagt, Eva war diejenige, die den Apfel gepflückt hat, den Apfel gegessen hat. Und wenn wir jetzt dahin gehen, dass Adam derjenige ist, der sorry ist für all das, was falsch gelaufen ist, ist die Frage. Was sieht Asaf Avidan in der Geschichte? Ich bin sehr gespannt auf eure Theorien, was ihr für eine Bedeutung da drin seht und habt, weil ich glaube, hier kann man echt viel reininterpretieren, wenn das Gehirn nicht gerade aussetzt, so wie bei mir. Ach, schön. Aber auch so eine Tage darf man haben, finde ich.
Okay, also, ich habe gerade mal mir das ein bisschen einfach gemacht und habe das mal von ChatGPT übersetzen lassen. Und den Eindruck, den es ein bisschen hinterlässt, ist, dass es hier darum geht, dass beide eigentlich struggeln. Ähm, dass beide so einen alten Glanz eigentlich haben und vielleicht noch versuchen, diesen alten Glanz aufrechtzuerhalten, aber er eigentlich gar nicht mehr da ist, sondern es nur noch eigentlich so 'n Schatten davon ist. Und dass sie beide versuchen, den oder dass er hauptsächlich versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten, aber es alles immer mehr bröckelt, die ganze Fassade immer mehr bröckelt. Hm, vielleicht geht's aber auch darum, dass nur ihre Fassade bröckelt, dass sie die ganze Zeit versucht hat, ein Bild von sich aufrechtzuerhalten, hm, indem sie Dinge erzählt hat, indem sie versucht hat, etwas darzustellen, indem sie Aktivitäten gemacht hat und jetzt so Stück für Stück das Ganze anfängt zu bröckeln und er langsam merkt: „Na, eigentlich ist es das gar nicht. Vielleicht, hat er ihr aber auch irgendwas angedichtet, etwas in sie hineininterpretiert, von dem er dachte, dass sie das darstellt. Und sie hat vielleicht versucht, das für ihn mit aufrechtzuerhalten, vielleicht auch nicht. Und er hat einfach nur irgendwann gemerkt: „Oh, ne, das ist es gar nicht.“ Aber wenn wir jetzt zu diesem Adam und Eva-Ding gehen, er sich vielleicht entschuldigt, so: „Sorry, da habe ich irgendwas in dich reininterpretiert.“ So, und, dieses „Sie waren blind und sie waren frei“, ne? Ähm, beide haben irgendwie ihr Ding gelebt, ihr Sein gelebt und beide haben es nicht bemerkt. Ich meine, das, was ja oft genug passiert, wenn wir frisch in Beziehungen gehen, ist, dass wir, hm, grade am Anfang noch sehr in Dopaminschleifen rumhängen. Und Dopamin ist ja nicht nur Glückshormon, sondern auch das Hormon, was uns Möglichkeiten aufzeigt, was ganz viele Pfade in unserem Gehirn aufmacht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Entweder mit einem bestimmten Weg, mit einer bestimmten Person, wenn wir etwas Bestimmtes haben oder etwas Bestimmtes erreicht haben, ein Ziel oder ein Wertgegenstand, den wir haben wollen oder was auch immer. Wie sich das so anfühlen wird, wie es dann sein wird, wenn wir das endlich haben. So. Mm, Und das fühlt sich total gut an. Und das gibt uns ganz viel Energie, das dann auch wirklich erreichen zu wollen. Aber es macht uns auch ein bisschen blind, weil wir dann drauf lostrotten, immer auf diese Möglichkeit fokussiert, aber nicht mehr so richtig auf die Realität. Das lässt uns für viele Dinge so ein bisschen blind werden. Und wenn wir es dann erreicht haben, zum Beispiel mit der Person endlich zusammengekommen sind, dann hält es noch ein bisschen an, aber dann hat das Dopamin quasi das erreicht, was es erreichen wollte, nämlich wir haben das Ziel erreicht. Diese Möglichkeit, mit der Person zusammenzukommen. Und dann kommt Stück für Stück die Realität rein. Und dann sehen wir immer mehr, wie die Person wirklich ist und nicht nur unsere Geschichte, die wir dieser Person aufgedichtet haben. Vielleicht ist es das? Ja. Wir hören erst mal noch zu Ende. Ha. So. Voices I heard. Has he been here before? Noch mal ganz kurz. Has he been here before? Richtig? Ja. Auch das könnte ja dafür sprechen, dass er das schon kennt, dass er entweder jemandem was andichtet oder dass er etwas hineininterpretiert, was gar nicht so ist oder, dass sein Anspruch vielleicht auch einfach zu hoch war oder, ähm ich überlege gerade, dass einfach vielleicht Träume oder Ideen sozusagen in ihm sterben. Ja. Und genau, dass es ihm einfach sehr bekannt vorkommt, wo er jetzt gerade steht und was er gerade erlebt und was er gerade sieht. Weiter. Has he been here before? Has he been here before? Ja, wow. Danke, Sam.
für diese Empfehlung. Dieses Mal musikalisch, sehr einfach mit der Gitarre sozusagen, nicht Loopstation, nicht noch irgendwie Trommel oder was auch immer so, sondern einfach wundervolles Fingerpicking, liebe ich. Und dann die Stimme, die einen immer wieder irgendwo an verschiedenste Orte trägt und dann sofort wieder zurück ins Hier und Jetzt zieht. Man kann ihm richtig ansehen, wie er auch die ganze Zeit davongetragen wird und dann kurz wieder im Hier und Jetzt ist und dann wieder sich davontragen lässt von seinem eigenen Song. Das ist ganz, ganz wundervoll zu sehen. Ja. Und ansonsten, ich glaube, ich belasse es einfach bei dem, was ich da so vor mich hin interpretiert habe. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir nochmal eure Ideen zu dem Song, was ihr meinen könnte, geben würdet. Genau. Soweit erstmal. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder auch immer und was auch immer. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte, bitte, bitte ein Like da. Das hilft dem Kanal zu wachsen, dem Algorithmus einzuschätzen, ob ihr, ne, wem man meine Videos empfehlen kann. Und wenn ihr noch nicht habt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder für neue Videos.